Hallihallo und herzlich willkommen, meine lieben verrückten Seelen da draußen. Ich bin Mad Mina und heute gibt es ein weiteres Tutorial, diesmal zum Mortal Shell DLC The Virtuous Cycle. Wir befinden uns hier jetzt wieder im Turm in unserer Zentrale in der oberen Etage und wenn ihr schaut, seht ihr im Hintergrund neu die Twin Sister gleich rechts von Testus. Sobald wir mit ihr sprechen, können wir einen Cycle starten. Wir werden uns jetzt aber erstmal um die neue Shell und die neue Waffe kümmern und die erhalten wir von Hadan, welcher sich nun auch hier im Turm befindet, gleich gegenüber. Wir werden ihn ein weiteres Mal bekämpfen müssen und anschließend zur Belohnung seine Shell und seine Waffe erhalten. Allerdings nur für das Main Game. Für das DLC müssen wir uns seine Waffe und seine Shell dann nochmal neu ergattern und auch diverse andere Dinge. Also das DLC und das Main Game sind in diesem Spiel eigentlich komplett getrennt. We finally meet in the flesh again, Dreamer. Tell me, are you ready for one last glimpse? Gut, ich werde jetzt diesmal etwas forscher rangehen, wie im Tutorial Face-Off, in welchem wir Hadan ja ohne einen Hit einzustecken bekämpfen mussten. Einfach damit sich der Kampf jetzt hier auch nicht allzu sehr in die Länge zieht. Ja, und jetzt habe ich schon einen Hit eingesteckt. Aber ist egal in diesem Kampf. Ich habe jetzt Salomon und Hammer und Meißel gewählt. Das bleibt aber natürlich ganz euch überlassen.
I dreamed. Only I'm not afraid. Nachdem ihr ihn erfolgreich besiegt habt, sprecht ihr nochmal mit ihm. Take them. My swords. I no longer need them. I've done all that I could. Now, it's my turn to rest. To finally sleep. Without dreams. Ja, fette Sache. Wir haben jetzt Hadans Shell und auch seine Waffe, das Axakatana, erhalten. Könnt ihr nochmal mit ihm sprechen und ab sofort auch mit ihm handeln, wenn ihr denn das möchtet. Gut, wir gehen jetzt gleich mal nach unten zur Schwester Genessa und aktivieren diese. Yes, taste the truth. Und dann können wir auch diese Shell wieder aufdecken. Ihr braucht hierfür lediglich 500er. I found the seedlings wriggling in the earth. In my palm, they writhed helplessly. Their hide mottled and dried like dead leaves before falling away. These creatures grew soft and flesh-like, wrinkled like my own hands. They blossomed into something strange yet familiar. Ja, und somit haben wir jetzt eine neue bekannte Hülle, Hadans Shell. Und auch hier könnt ihr natürlich wieder seine sämtlichen Fähigkeiten freischalten, wie wir das ja auch schon mit den anderen Shells gemacht haben. Ihr könnt natürlich auch für ihn diverse Shades, also Farbtöne, freischalten. Das macht ihr auf die genau gleiche Weise wie bei den anderen Shells. Da habe ich ja auch ein Tutorial dazu gemacht, werde ich euch sehr gerne in der Beschreibung unten verlinken. Bevor wir jetzt in das DLC The Virus Cycle einsteigen, werde ich euch die neue Waffe noch kurz zeigen. Wir haben jetzt aktuell die Katanas ausgerüstet. Ja, und die sind echt schnell. Mit denen habt ihr auch eine gute Chance, die Feinde zu staggern. Wenn wir jetzt auf die Axt wechseln, dann seht ihr, die ist etwas stärker. Dafür seid ihr auch etwas weniger wendig unterwegs. Also je nachdem, welchen Kampfstil ihr bevorzugt, könnt ihr die Axt oder eben auch die Katanas verwenden. Ihr könnt natürlich auch zwischen den Waffen hin und her wechseln, je nach Bedarf. Ich zeige euch jetzt kurz den Spezialangriff. Den finde ich echt cool und der ist auch ziemlich effizient. Der Spezialangriff mit der Axt. Wenn wir jetzt wieder auf die Katanas wechseln und nochmal ein bisschen Resolve zusammensammeln, kann ich euch nachher noch den Spezialangriff mit diesen zeigen. Auch nicht schlecht, da macht ihr einfach einen Dash
eignet sich besonders gut, um Distanz zu gewinnen, wenn ihr in einer brenzligen Situation seid. Ansonsten richtet dieser aber nicht viel an. Außer der Feind befindet sich gegenüber einer Wand oder einem Stein oder so, dann kann das durchaus auch etwas Schaden anrichten. Ja, so ein bisschen wie bei Wesker in DBD, falls ihr das Spiel kennt. Ja. Okay, wir gehen wieder zurück in unsere Zentrale nach oben und werden jetzt als nächstes gleich mal das DLC starten und mit der Twin Sister sprechen. Ihr könnt dann die Träumerei bzw. die Reverie betreten und somit einen neuen Cycle bzw. Zyklus in Virtuous Cycle starten. Wie gesagt, komplett unabhängig vom Main Game. You're alive, brother. Of course you are. We can't be killed easily, you and I. But I did begin to wonder. It had been so long while you slept. I thought you might never wake. Tell me, are we still linked? Good. I've missed you. There's so much I wish to see. You will take me with you. In here. Wir befinden uns nun im DLC in Form des Findlings und werden uns nachher erstmal eine geeignete Shell und Waffe aneignen müssen für einen Run. Bevor wir das aber tun, möchte ich euch ganz gerne das runische Tor zeigen, denn dies ist eine Möglichkeit, wie ihr eure Voraussetzungen mit der Zeit verbessern könnt. Denn das DLC ist roguelike aufgebaut, das heißt, ihr startet eigentlich mit gar nichts und wenn ihr sterbt, werdet ihr erstmal auch alles verlieren, bis auf die Items, und dem könnt ihr mit dem runischen Tor etwas entgegenwirken, weshalb ich euch auf jeden Fall empfehlen möchte, hier gewisse Skills erstmal aufzubessern, bevor ihr denn einen richtigen Run startet. Speziell möchte ich euch empfehlen, erstmal die Skills auf der zweiten Seite verbesserte letzte Chance und Tar bewahren aufzuleveln. Tar bewahren führt dazu, je mehr Prozent ihr hier habt, desto weniger Tar werdet ihr verlieren, wenn ihr denn einen Run nicht schafft, beziehungsweise wenn ihr das auf 100% auflevelt, werdet ihr dann gar nichts mehr verlieren. Und verbesserte letzte Chance lohnt sich auf jeden Fall auch, weil ihr dann eine Chance habt, einen Perk zu finden, der dazu führt, dass ihr ein weiteres Leben erhaltet. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie ihr denn das hier aufleveln könnt, wenn ihr jedes Mal alles an Tar und Einblicken, was ihr von euren Feinden erhaltet, verliert. Solltet ihr den Run nicht schaffen. Ganz einfach. Die Items, welche ihr während des Runs einsammelt, bleiben euch erhalten. Und die Items, welche euch Tar und Einblicke gewähren, könnt ihr dann auch brauchen, um eben hier entsprechend die Skills aufzuleveln. Der ersten Seite mit den Skills würde ich mich erst etwas später widmen. Interessant hier ist auf jeden Fall Chance auf Episch, Stufenanstieg und legendäre Stufe. Wenn wir uns jetzt das Inventar anschauen, dann könnt ihr sehen, da ist gar nichts mehr, weil wie gesagt, wir müssen uns jetzt erstmal wieder alles neu zusammenfarmen für das DLC. Und wenn wir dann auf das Register Instinkte wechseln, dann seht ihr hier auch einen schönen Skilltree, der ist jetzt momentan noch leer. Da kann man dann die entsprechenden Fähigkeiten mit Perks versehen, welche wir während des Runs
anhand von Säulen zusammenfarmen werden. Und ja, das wird sich immer weiter aufbauen dann. Sobald ihr sterbt, ist das alles hier weg und ihr müsst es komplett neu aufbauen. Und das ist auch RNG, das heißt zufällig, sprich, ihr werdet das nicht jedes Mal gleich konfigurieren können, denn es kommt ganz drauf an, was für Perks und Bonis ihr während eines Runs findet und erhaltet. Und wenn wir uns jetzt das nächste Register anschauen, runische Vertrautheit, dann seht ihr hier diverse Challenges, welche ihr auch machen könnt, um euch entsprechend zu verbessern. Über diese könnt ihr auch die diversen Shades freischalten, also die Farbtöne unter anderem, nur dass die diesmal auch eine Funktion haben und nicht nur rein der Optik dienen. Als erstes würde ich euch empfehlen, auf der ersten Seite die 2 obersten Challenges in Angriff zu nehmen, also sprich schalte Hadern und schalte das Axatana frei. Das könnt ihr ziemlich einfach machen, indem ihr 4 verschiedene Runs startet, jeweils mit einer anderen Waffe und einer anderen Hülle und dann die erste Säule aufsucht, euch ein Perk grabt. Und dann könnt ihr eigentlich auch schon sterben und den nächsten Run starten. Wenn ihr das 4-mal gemacht habt, erhaltet ihr anschließend das Axakatana und die Shell von Hadern. Wenn wir jetzt auf die zweite Seite gehen, dann gibt es hier noch mehrere Challenges. Und hier möchte ich euch auf jeden Fall empfehlen, die Waffe, für welche ihr euch dann als erstes entscheidet, erstmal zu verstärken. In meinem Fall werde ich jetzt das Axakatana nehmen, sprich, das wäre dann die Challenge ganz unten rechts. Ja, und wenn ihr wieder auf die erste Seite zurückgeht, dann würde ich hier auf jeden Fall auch noch die Shade für Eredrim freischalten. Und zwar geht weiter schlechter. Das findet ihr auf der rechten Seite, die zweitunterste. Hierfür müsst ihr lediglich den Grisha 5-mal töten. Und anschließend könnt ihr dann die Shade jeweils auswählen unter der entsprechenden Shell, wenn ihr einen Run startet. Und das bringt euch den Vorteil, nebst dem, dass Eredrim sowieso schon ein ziemlicher Tank ist, dass ihr dann nochmal plus 20% Damage habt. Gleich zu Beginn. Ihr teilt 20% mehr Schaden aus und ja, auf jeden Fall eine gute Shell mit einer guten Shade, um zu beginnen. Denn ihr werdet im DLC nicht viele Möglichkeiten haben, um zu heilen und das ist auf jeden Fall von Vorteil. Wir werden später noch darauf eingehen, welche Möglichkeiten, um zu heilen, bestehen. Erstmal werden wir jetzt aber mit der Säule einen neuen Zyklus beginnen. Ihr könnt hier wählen zwischen den verschiedenen Charakteren. Unterhalb seht ihr den Farbton, dort könnt ihr dann auch die verschiedenen Shades auswählen. Dann eine entsprechende Waffe und den heilenden Konter. Wir werden jetzt mit einem zufälligen Keim starten. Ihr könnt da aber auch ein spezifisches Seed eingeben. Da wird jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass es eben verschiedene Säulen gibt. Es gibt weiße, gelbe und rote. Die weißen sind kostenlos. Die gelben kosten euch 200 Tar oder dann vielleicht mit der Zeit auch ein bisschen weniger. Die roten, da erhaltet ihr die Perks nur, nachdem ihr die Feinde rundherum bekämpft habt. Ja, und die sind immer alle zufällig verteilt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ihr so einen Perk bzw. einen Instinkt vom Boden aufheben könnt, also anstelle eines Items, oder dass ein Feind das liegen lässt, aber da gehen wir dann später noch genauer drauf ein. Ihr könnt jetzt hier wählen, ihr könnt jeweils einen Instinkt auswählen und manchmal gibt es auch noch einen Boni dazu, dann ist dann da noch ein 4. Slot vorhanden. Dabei solltet ihr beachten, dass ihr in der Regel nur 2 Perks pro Skill im Skilltree, welchen wir uns vorher angeschaut haben, belegen könnt. Also überlegt euch gut, wenn ihr dann einen richtigen Run macht, welche 2 Perks ihr auswählt zu Beginn. Weil später dann ist die Chance relativ gering, dass nochmal was anderes kommt. Stattdessen habt ihr dann die Möglichkeit, mit den weiteren Säulen eure Instinkte entsprechend
zu verbessern und aufzuleveln, denn es gibt hier verschiedene Stufen, von gewöhnlich bis legendär. Ja, und das erkennt ihr auch dann an den verschiedenen Farben der Instinkte. Ich habe die Feinde nun bereits bekämpft und wie ihr sehen könnt, wurde die Säule, welche vorhin noch rot war, nun weiß und wir können diese looten. This gate, there are many like it, scattered across Falgrim and beyond. They were originally built by Hadern to test and reward the devoted. Perhaps we are worthy too. Ja, also ihr werdet von der Zwillingsschwester immer wieder ein bisschen Geschichte erfahren zu Mortal Shell, was ziemlich interessant ist. Und auch hier könnt ihr jetzt wieder wählen zwischen zwei normalen Instinkten, gewöhnlichen Instinkten oder aber einem sterblichen Instinkt, den habe ich jetzt genommen. Er spielt im Moment sowieso eigentlich noch gar keine Rolle, weil das jetzt noch gar kein richtiger Run ist. Ja, und jetzt hier bei der gelben Säule können wir die 200 Tar anbieten und dann auch nochmal einen entsprechenden Instinkt auswählen. Später dann, wenn ihr einen richtigen Run macht, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, die verhärten Perks zu wählen. Die sind echt gar nicht schlecht. Und natürlich alles, was euch auf irgendeine Art und Weise heilen kann. Und wenn ihr dann euch durchgekämpft habt zu einem Tempel, wir befinden uns hier jetzt vor dem Sitz der Unendlichkeit, dann könnt ihr diesen nicht einfach so betreten. Da befindet sich dann nämlich eine Nebelwand und ihr müsstet 5000 Tar blechen, um hier reinzukommen. Ja, es gibt aber eine andere Variante. Sprich, ihr werdet in Falgrim jeweils eine Säule finden, die ist aber auch immer zufällig wieder an irgendeinem Ort. Die müsst ihr zuerst finden. Ich zeige euch das jetzt gleich. Und dann sind da drin die 3 Zeichen für die jeweiligen Tempel enthalten. Ich habe jetzt das Zeichen der Asche gewählt und könnte jetzt damit direkt zum Schrein der Asche reisen. Wenn wir jetzt hier schauen im Inventar, haben wir neu einen temporalen Stein zur Verfügung und den verwenden wir jetzt gleich mal. Wir befinden uns jetzt am Anfang des Tempels Schrein der Asche. Und ja, auch hier gibt es wieder diverse Säulen mit entsprechenden Instinkten. Kämpft euch durch oder rennt durch, was euch lieber ist. Und hier unten seht ihr jetzt zum Beispiel der Bonusinstinkt endloser Ungeborener. Den erhalten wir jetzt zusätzlich. Ihr müsst in diesem Tempel ebenfalls eine spezifische Säule finden. Das ist in jedem Tempel so, um an ein spezielles Zeichen heranzukommen, damit ihr den finalen Tempelboss überhaupt bekämpfen könnt. In diesem Fall ist das jetzt das Zeichen des Heiligtums, welches ihr braucht, damit ihr vom Kelch trinken könnt und dann anschließend den Tempelboss bekämpfen. Wir befinden uns jetzt bereits am Ende des Tempels Schrein der Asche und es erwartet uns hier jetzt der Boss Imrod. Die Tempelbosse haben sich nicht geändert. Sie haben keine neuen Kampfstrategien, sie verwenden auch keine neuen Waffen, also die Bosskämpfe bleiben die gleichen. Allerdings der finale Bosskampf ist ganz neu, da möchte ich jetzt aber auch noch gar nicht allzu viel dazu verraten. Deshalb werde ich jetzt auch nicht den ganzen Kampf zeigen und es kurz und knackig halten, damit sich das Tutorial auch nicht allzu sehr in die Länge zieht. Wenn ihr aber gerne wissen möchtet, wie man Imrod am besten bekämpft, schaut euch doch gerne mal eines meiner vorherigen Tutorials dazu an.
strange to think that's Imrod. He was a simple smith once, prideful, but no monster. Yet Hadern left him here, and this is what's left. Smoldering remains. Der erste Tempelboss ist erfolgreich besiegt und zur Belohnung können wir uns einen weiteren Instinkt auswählen. Ja, und zusätzlich erhaltet ihr auch noch Imrods Zeichen. Und auch hier erhalten wir zur Belohnung wieder eine Glandula. Die erste geweihte Glandula. Wir haben jetzt die entzündete Glandula erhalten von Imrod. Und mit dieser können wir anhand der Säule direkt zum nächsten Tempel reisen. Was aber auch ganz cool ist, dass hier jetzt auch ein runisches Tor spawnt. Das heißt, wenn ihr es schafft, bis zum Ende eines Tempels zu gelangen und den Tempelboss erfolgreich zu besiegen, dann könnt ihr inmitten eines Runs ebenfalls euer Tar und eure Einblicke ausgeben, um eure Skills entsprechend zu verbessern. Und das machen wir jetzt auch gleich. Wir werden jetzt die geweihte Glandula verwenden, um direkt zum nächsten Tempel zu reisen. Ich möchte euch empfehlen, als zweiten Tempel den Sitz der Unendlichkeit auszuwählen, einfach weil dieser die größte Map hat und auch ziemlich schwierig ist, meiner Meinung nach, und es dann nicht ganz so frustrierend ist, solltet ihr den Run nicht schaffen, als wie wenn das schon der dritte Tempel ist. Ja, aber ihr könnt natürlich die Reihenfolge auswählen, wie ihr das gerne möchtet. Bei dieser Gelegenheit möchte ich nochmal ganz kurz auf die Instinkte eingehen, denn wie ihr vielleicht gesehen habt, werden die euch auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt. Und wenn wir uns das jetzt nochmal im Menü anschauen, dann könnt ihr hier jetzt sehen, dass pro Fähigkeit jeweils maximal 2 Slots vorhanden sind. Deshalb habe ich euch ganz am Anfang auch erklärt, dass es wichtig ist, dass ihr zu Beginn, möglichst noch in Fallgrim, euch für jeweils 2 Perks zu der bestimmten Fähigkeit entscheidet, welche ihr dann auch weiterführen möchtet, weil die Chance halt einfach relativ gering ist, dass dann nochmal ein anderer Perk kommt und stattdessen die Chance viel höher ist, dass ihr diese, welche ihr schon habt, verbessern könnt. Hier oben seht ihr dann noch die ganzen Zeichen, welche ihr bereits eingesammelt habt. Und ganz unten seht ihr die ganzen sterblichen Instinkte. Die werden dann eigentlich vor allem besonders interessant, wenn ihr den Findling und den Obsidian Darkform Run macht. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist die Schwester Genessa
hier im DLC versteinert. Wenn ihr sie aktiviert, könnt ihr somit die Träumerei, sprich das DLC, die Reverie, verlassen. Und das machen wir jetzt gleich mal, damit ich euch das zeigen kann. Denn ihr werdet so euren Spielstand des aktuellen DLC-Runs nicht verlieren. Es speichert immer automatisch, wenn ihr euch in der Nähe einer versteinerten Genässer befindet. Das heißt, ihr könnt auch jederzeit mal einen Run unterbrechen und dann später weiterführen. Wir betreten die Träumerei nochmal. Ja, wir befinden uns jetzt wieder am selben Ort, im Sitz der Unendlichkeit, und haben auch immer noch alle unsere Perks, Zeichen und Bonis. Ihr verliert also nichts und es wird automatisch gespeichert, sobald ihr in die Nähe einer versteinerten Genässer kommt. Und wenn der Run dann mal endet, dann sieht das Ganze so aus, finde ich noch recht cool. Zuerst könnt ihr euch anschauen, welche Challenges ihr denn in diesem Run so gemeistert habt, und anschließend seht ihr, wie lange es gedauert hat, mit welcher Shell, welchem Farbton, welche Waffe und was ihr denn so alles an Zeichen und Instinkten eingesammelt habt. Look, I'll pretend I didn't see that. Wir schauen uns jetzt das runische Tor ein letztes Mal an. Und wenn wir da auf die erste Seite navigieren, seht ihr, dass die Chance auf ungewöhnlich, auf selten und auf episch stufenweise am Aufleveln bin, sowie auch den Stufenanstieg und die legendäre Stufe. Und das möchte ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr da zuerst eine solide Basis aufbaut, bevor ihr den ersten richtigen Run startet. Weil dann habt ihr auch eine gute Chance auf gute Perks. Auf der zweiten Seite möchte ich noch kurz auf den zweiten Eintrag Überfluss eingehen. Den würde ich euch empfehlen, erst aufzuleveln, wenn ihr denn gedenkt, einen Run mit dem Findling oder in der Obsidian Dark Form zu machen. Einfach, weil ihr dann mehr sterbliche Instinkte finden werdet und weniger Items. Und da werde ich euch nachher gleich noch zeigen, warum. Wenn wir uns jetzt nochmal kurz die runische Vertrautheit anschauen, dann seht ihr, dass ich nebst dem geweihten Schlächter auch die Shade für Harus, Kultist der Sonne, freigeschalten habe. Diese Shade hat den Vorteil, dass ihr gleich mit 10.000 Tar startet, welche ihr aber auch verliert, solltet ihr es nicht bis zum ersten runischen Gate nach dem ersten Tempelboss schaffen. Kann aber auch durchaus von Vorteil sein, diese Schild zu verwenden, je nach Spiel und Kampfstil. Ja, und auf der zweiten Seite der Challenges ist vor allem wichtig, dass ihr die Waffe, welche ihr gewählt habt, um damit zu starten, versucht auf das Maximum aufzuleveln, wofür ihr mehrere Durchgänge benötigen werdet. Wenn wir uns jetzt nochmal die Items anschauen, dann möchte ich euch auf jeden Fall empfehlen, sowohl das vergängliche Zeichen als auch das verzierte Zeichen aufzubewahren für den Obsidian Dark Form Run später, falls ihr den machen möchtet, und so viel Items von diesen wie möglich einzusammeln. Deshalb vorhin auch die Empfehlung, dass ihr damit wartet, beim runischen Tor die entsprechende Fähigkeit Überfluss aufzuleveln, bei welcher ihr dann nicht mehr ganz so viele Items finden werdet und stattdessen mehr sterbliche Instinkte. Ja, allgemein gibt es nicht so viele Varianten, sich selber zu heilen, und natürlich auch die Items für Tar und Einblicke
werden sich entsprechend reduzieren. Und das möchten wir jetzt zu Beginn noch nicht. Wenn ihr das Parieren beherrscht, dann könnt ihr mit dem Heilungskonter etwas Lebenskraft zurückgewinnen. Und ansonsten gibt es ja auch noch die Perks für die Charaktere und Waffen. Und ja, wenn ihr Glück habt, findet ihr dort dann auch was Passendes. Ansonsten bleibt euch eigentlich nichts anderes übrig, als möglichst wenig Schaden einzustecken. Wobei es noch eine Möglichkeit gibt, euch ein bisschen mehr Lebenskraft zu verschaffen. Wenn wir jetzt hier in den Raum nebenan gehen, wo sich ursprünglich der Entfesselte befand, dann seht ihr hier 3 Lauten. Die simple Laute kostet euch 25.000 Tar und gibt euch ganze 30% mehr Lebenskraft. Die unempfindliche Laute kostet euch 50.000 Tar und gibt euch 30% mehr Kondition. Und die Uhrwerklaute, die kostet euch 75.000 Tar, die gibt euch plus 10 Lebenskraft, plus 10 Kondition und ein Balken Resolve, also ein zusätzlicher Balken Entschlossenheit. Wobei ich die simple Laute bevorzuge, eben aus den vorher erwähnten Gründen, weil ihr so einfach ein bisschen mehr Lebenskraft erhaltet. Also sobald ihr ein bisschen Tar vorig habt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dieses in eine entsprechende Laute zu investieren. Gut, dann gehen wir nochmal nach unten zur versteinerten Schwester Genessa und verlassen das DLC. Und wenn wir jetzt hier schauen, wo sich die ganzen Shells befinden, vorausgesetzt ihr befindet euch in einer anderen Shell, könnt ihr euch nun neu hier auch die Hadern Shell aneignen. Ja, und dasselbe gilt natürlich auch für die Waffe, welche sich nun jeweils neben dem Geist von Hadern befindet. Und auch die Werkbank befindet sich gleich dahinter, immer noch am selben Ort. Solltet ihr das Axakatana auf das Maximum verstärken wollen, braucht ihr hierfür auch wieder 5 Abschrecksäuren. Dann würde ich euch empfehlen, ein New Game zu starten, denn die Abschrecksäuren sind ja leider nur begrenzt enthalten pro Run. Ja, das war's jetzt aber leider auch schon wieder mit diesem Tutorial zum Mortal Shell DLC The Virtuous Cycle. Sollten noch irgendwelche Fragen oder Anregungen bestehen, dann schreibt mir das doch sehr gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, auf jeden einzugehen und so gut wie möglich alles zu beantworten. Ich überlege mir auch, eventuell ein weiteres Tutorial zu Virtuous Cycle zu machen, spezifisch zu den DLC-Trophäen. Oder eventuell auch mal einen ganzen Virtuous Cycle Run zu zeigen. Sollte euch das interessieren, dann schreibt mir das doch sehr gerne ebenfalls in die Kommentare rein und dann, ja, werde ich das sehr gerne machen für euch. Also dann, ich wünsche euch eine ganz gute Zeit, ganz viel Spaß mit dem DLC und ganz viel Erfolg. Bleibt so verrückt wie ihr seid und hoffentlich bis ganz bald.